Der Ilfab Angus ist ein mobiles, akkubetriebenes, thermisches Extraktionsgerät aus dem Hause Ilfab. Das Gerät nutzt eine Halogenbirne als Heizquelle und die in den letzten Jahren berühmt-berüchtigt gewordenen Balls, also kleine Glaskügelchen, als thermische Batterie. Damit hat Ilfab ein Konvektions-Radiations-Hybridsystem auf den Markt gebracht, das wir so noch nicht gesehen haben. Beim Angus haben wir es mit einem reinen Session Vape zu tun. Bei dieser Vape-Begattung genießt man die komplette Füllung der Kräuterkammer in mehreren Zügen in einer gemütlichen Session. In dieser Episode mit wahrscheinlich Überlänge werden wir den Angus einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Hierbei werde ich euch zuerst etwas zu meiner Geschichte mit dem Angus erzählen und warum dieser Vape mich emotional mitgenommen hat. Dann schauen wir auf das Gerät selbst, auf seine Abmessungen, Gewicht und auf das Zubehör, das mit diesem Gerät ausgeliefert wird. Wir betrachten die Bedieneinheit und wir betrachten den Funktionsumfang des Angus. Dann werfen wir einen ganz tiefen, erhellenden Blick in das Heizsystem, bevor wir dann das Labyrinth der Kühleinheit begutachten und sie in ihre Einzelteile zerlegen. Wir reden über die Elektronik und die im System integrierten Sicherheitsfeatures. Dann sprechen wir über die Dampfqualität, die der Angus uns hier abliefert. Die Reinigung und Pflege des Gerätes sehen wir uns dann natürlich auch an. Und anschließend reden wir über die Pros und Cons des Angus. Im Fazit teile ich euch dann meine persönliche Meinung zum Ilfab Angus mit und wir reden darüber, für welchen Typ Vape-Menschen ich dieses Gerät als geeignet ansehe. Also, heute lohnt es sich denn wieder einmal dran zu bleiben. Der Gerät hier ist mal ultra spannend. 2023, time for innovation. After nearly one decade of vape tech evolution, stagnation, the future shines bright. Get ready for the flight. The Angus lifts you up with balls and light. Angus, it deserves to be called the special one. Different system, different effects, different vaping fun. Different taste with zero waste, direct and cleaner one. Smoother vapor, smoke escape, affordable for everyone. Angus, it will cause a real hot market thriller. It's a wake-up call to all the old school vapor builders. Some may say that is just another China chiller. Seriously, that thing might be so often quoted mighty killer. It deserves to be called the special one. Different system, different effects, different vaping fun. Different taste for zero waste, direction cleaner one. Smoother vapor, smoke escape, affordable for everyone. Angus. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Dieser Angus-Trailer, den ihr gerade gesehen habt, hatte in der Vape-Welt am Wochenende ganz schön für Wirbel gesorgt. Und bei Reddit, Fuck Combustion und auf Discord wurde heftig diskutiert. Wie ihr in den paar Einblendungen zum Schluss des Videos ja sehen konntet. So, ganz kurz nur zur Aufklärung. Die Produktion dieses Musikvideos wurde weder von der Firma Ilfab noch von Verdammt Normal in Auftrag gegeben. Das Video habe ich aus eigenen Stücken gemacht, nachdem mich der Angus nun 4 Wochen beschäftigt hatte wie kein anderer Vapo je zuvor. Jedes Wort, was ich in dem Video sage, das meine ich auch so. Und keines der Worte ist gekauft. Ich betrachte mich in meiner Selbstwahrnehmung als technischer Reviewer und nicht als Verkäufer. Und als Technik-reviewender Mensch hat der Angus tatsächlich ein Gerechtigkeitsding in mir getriggert. Meines Erachtens nach wurde und wird diesem Gerät massiv und stellenweise boshaft Unrecht getan. Was aber absolut korrekt ist, dass mir dieser Angus hier von den Lieben der Firma Verdammt Normal zum Review-Zwecken zur Verfügung gestellt wurde. Und so wie ich die Worte in meinem Video aus Überzeugung sage, so werbe ich auch voller Überzeugung für die Firma Verdammt Normal. Seit ich meine Leidenschaft für Vaporizer vor ca. 13 Jahren entdeckt habe, bin ich selbst Stammkunde in diesem Shop
und wurde dort wirklich nie enttäuscht. Die Expertise der Mitarbeitenden dort ist großartig. Die Warenpalette ist meines Erachtens die bestausgewählteste und beliebteste in ganz Europa. Der Kundenservice ist mal ultra stabil, während der Versand immer im Rabbel-die-Zapp-Modus arbeitet. Die Leute, die dort arbeiten, sie leben wahrhaft Vaporizer und dealen nicht nur damit. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr meinen Kanal unterstützen wollt, findet ihr unter dem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdammt Normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da an Geld eingespielt wird, kommt an diesem Kanal hier auch direkt wieder zugute. Herzlichen Dank für euren Support. So, Angus! Nun lasst uns doch erst einmal auf das Gerät selbst schauen und auf das Zubehör, welches uns hier mitgeliefert wird. Der eigentliche Körper des Gerätes ist in Walnussholz ausgeführt. Bei der Kühleinheit hier oben kommt PEEK oder PEEK zum Einsatz. Ein Kunststoff, der für die medizinische Anwendung freigegeben ist. Des Weiteren sind in der Kühleinheit Edelstahl sowie Glas hier oben am Mundstück verbaut. Hier vorne am Gerät finden wir einen beleuchteten Taster, der angenehm zu bedienen und auch nice clicky ist. Oben am Vape sehen wir dann ein verdammt normal Vape-Band, welches eine wirklich pfiffige Lösung darstellt, um einen der wenigen Schwachpunkte des Angus komplett zu eliminieren. Aber dazu später mehr. Der Angus hat eine Höhe von 12,5 cm und in der Mitte hier eine Breite von 3 cm. In der Tiefe sind es dann 7,5 cm bei einem Gewicht von 340 Gramm ohne eingebaute Akkus. Bei eingelegten Akkus kommen wir dann auf ein Gesamtgewicht von 430 Gramm, was schon ganz ordentlich ist. Auch dieses gute Stück kommt, man glaubt es kaum, in einem Karton. Als Zubehör sind eine ausführliche Bedienungsanleitung in Deutsch und in Englisch dabei, 2 Dosierkapseln, eine Reinigungsbürste, 3 Siebe mit unterschiedlichen Lochstärken, ein USB-Aufladekabel, 2 extra Silikon-Ohrringe, ein Glasmundstück und eine Pinzette, die als Multifunktionswerkzeug fungiert. Das alles ist mit dabei, was doch schon mal eine wirklich fette Ausstattung darstellt. Was hingegen nicht mitkommt, sind 2 zum Betrieb notwendige 18650 Lithium-Ionen-Zellen. Unter dem Video schreibe ich euch eine Liste von Lithium-Ionen-Zellen, die ich für den Angus hier empfehlen kann. Mit seinem Gewicht und seinen Abmessungen gehört er, wie auch der Mighty Plus, nicht gerade in die Kategorie der Hosentaschen-Vapes. Er ist aber absolut ein mobiles Gerät, welches locker in die Handtasche oder in den Rucksack reinpasst. Der Angus macht einen sehr hohen, hochwertigen Eindruck. Durch sein edles Holzfinish hat er wirklich handschmeichlerische Qualitäten und durch die jeweils abgerundeten Seiten hier liegt er sehr angenehm in der Hand. Dann wollen wir den Angus jetzt einmal gemeinsam in Betrieb nehmen. Dazu müssen wir zunächst einmal 2 18650 Akkus in das Gerät einsetzen. Hier ist meine Empfehlung, dass ihr hierzu gepaarte, also verheiratete Akkus verwendet. Das heißt, ihr nehmt 2 neue Zellen eines Herstellers und die sollten dann auch womöglich wie 2 unzertrennliche ihr gesamtes Akkuleben beieinander verbringen. Sie werden dann immer entweder gemeinsam im Vape oder eben bei gleichem Ladezustand extern parallel in einem Ladegerät geladen. Solltet ihr mehrere Akkus im Einsatz haben, könnt ihr eure Pärchen mit einer simplen Markierung, quasi so einer Art aufgezeichnetem Ehering versehen. Um die Akkus hier einsetzen zu können, nehmen wir nun erst einmal die Kühleinheit ab, welche mit starken Magneten hier auf dem Gerät selbst gehalten wird. Dann sehen wir hier oben die beiden Akkudeckel
welche, wie auch die Oberfläche hier des Gerätes, aus 316L Edelstahl gefertigt sind. Diese können wir nun aufschrauben. Im Inneren des Gerätes finden wir dann auf dem Boden Markierungen, die die Einlegerichtung der Akkus anzeigt. So wird dieser hier mit dem Pluspol nach unten und dieser welcher mit dem Minuspol nach unten eingelegt. Wenn ihr die Akkudeckel nun wieder aufschraubt, braucht ihr die nicht anzuknallen wie nichts Gutes. Denn wie Philgood immer sagte, it's spring-loaded, baby. Das heißt, die Zellen sind gefedert, was dann jederzeit für einen guten Kontakt mit der Cap sorgt. So, ich schraube hier mal eben wieder zu. Anschließend könnt ihr dann die hier in der Mitte befindliche Edelstahlkammer, die hier oben nochmal mit einem Pikrand versehen ist, mit euren Trockenkräutern beladen. Die Kammer nimmt zwischen 0,2 und 0,3 Gramm auf. Hier empfiehlt sich ein maximal leichtes Andrücken, keinesfalls stopfen, da der Angus mit einer lockeren Füllung wesentlich besser funktioniert. Ansonsten ist dem Angus auch der Mahlgrad herzlich egal. Grob, fein oder gerne ein ganzes Blütenstück, egal. Der Angus performt immer. Der will halt einfach nur Gras fressen. Dann setzen wir die Kühleinheit wieder auf und erwecken den Angus mit einem Triple-Click zum Leben. Nach dem Anschalten zeigt der Angus nun den Ladezustand der Akkus an. Wenn der komplette Außenring des Schalters beleuchtet ist, sind die Akkus randvoll. Mit abnehmendem Ladezustand erlöschen dann nach und nach 5 LEDs gegen den Uhrzeigersinn. Durch einen weiteren Druck auf dem Taster können wir nun in die Temperaturvorwahl gehen. Der Angus verfügt über ein Temperaturspektrum zwischen 180 und 230 Grad Celsius. Hierbei symbolisiert die LED auf 11 Uhr 180 Grad. Die nächste Stufe entspricht 190 Grad, dann folgen 200, 210 und 220 Grad. Durch die eingebaute Boost-Funktion kann der Angus dann noch einmal um 10 Grad auf 230 Grad erhöht werden. Diese löst ihr aus, indem ihr den Knopf gedrückt haltet. Über das jeweilige Erreichen eurer jeweils vorgewählten Temperatur informiert euch das Gerät dann mittels einem Vibrations-Haptic-Feedback. Nun heißt es nur noch Mundstück ausklappen und genießen. Ja, mal ziehen. Um zu verstehen, wie der Angus nun den Genuss bereitstellt, wollen wir uns jetzt einmal den Bereich des Vapes ansehen, an dem die Magie geschieht. Das Heizsystem. Hier greift der Hersteller Ilvape auf eine nicht ganz unbekannte Heiztechnik zurück, nämlich auf eine 50 Watt Halogenbirne. Eine Halogenbirne als Heizmittel im Vaporizer kam zum Beispiel schon im guten alten Aeromate zum Einsatz und einige von euch werden bestimmt auch noch dieses wunderschöne Elementgerät auf dem Schirm haben, welches ebenfalls mittels Halogenpower betrieben wurde. In der letzten Zeit machen auch immer mehr Halogen-DIY-Projekte in den großen Foren von sich reden. Viele Vape-Enthusiasten sind der Meinung, dass hier die Zukunft liegt. Und da kann auch gut etwas dran sein. Aber was macht denn nun eine Halogenbirne zum Zukunftsding, wenn sie schon vor 15 Jahren in Vapus zum Einsatz kam? Nämlich eine Erfindung, die wohl auf den legendären Bud von The Vape Critic zurückzuführen ist. In seinem G43 brachte er seinerzeit zum allerersten Mal Glaskügelchen als Hitzespeicher respektive als thermische Batterie zum Einsatz. Vaporizer, die Glaskügelchen oder auch wahlweise Industrierubine als thermische Speicher verwenden, werden im Vape-Jargon dann als Ball-Vape bezeichnet. Die früheren Halogen-Vapes hatten nun die Eigenart, relativ schnell in ihrer Peak-Temperatur einzubrechen.
da ihnen als eigentlicher Hitzespeicher nur das sie umgebende Glas und vielleicht noch ein wenig die umgebende Kammer zur Verfügung stand. Und hier greift dann Mike, das ist der Entwickler von Ilvape, mit seinem Konzept an. Er kombiniert hier die grandios geschmacksneutrale Eigenschaft des Heizmediums Halogenbirne mit den hervorragenden Wärmespeichereigenschaften der Ball-Vape-Technologie und kreiert damit einen Vape, der unglaublich stabil in der Temperaturabgabe ist. Da kannst du dran saugen wie ein Pony. Der bleibt in der vorgewählten Temperatur stabil und bricht einfach nicht ein. Wie können wir uns denn nun das Heizsystem und die Funktionsweise im Inneren des Angus vorstellen? Dazu schauen wir doch einmal auf diese Querschnittzeichnung, die vom Hersteller veröffentlicht wurde. Hier oben sehen wir die Kühleinheit, um die wir uns dann gleich kümmern. Hier sehen wir die Kräuterkammer aus Edelstahl. Diese ist dann noch einmal von einem soliden Edelstahlzylinder umgeben, der bis hier unten auf den Keramiksockel der Halogenbirne reicht. Innerhalb dieses Zylinders befindet sich dann das eigentliche Leuchtmittel. Und hier über der Birne seht ihr, wo die Kügelchen platziert sind, um die Wärme für den Luftstrom bereitzustellen. So lasst uns doch einmal den Luftstrom und die Funktion anhand dieser Zeichnung nachvollziehen. Der Luftstrom wird nach dem Eintritt in das Gerät durch ein kleines Glasröhrchen im Fuß des Gerätes komplett isoliert von der Elektronik eingezogen und wandert dann hier rüber vom Sockel der Birne in den Edelstahlzylinder, welche sich durch die Birne ebenfalls erhitzt. So wird der Luftstrom dann durch das Dreigestirn, Halogenbirne, Glaskügelchen und Edelstahlzylinder sehr stabil gehalten. Bei der Benutzung des Angus ist dann auch zu sehen, insofern man mal in die Kammer schaut, wie das Leuchtmittel pulst. Und so immer nur anspringt, wenn die Temperatur im Wärmespeicher absinkt. Das ganze System braucht zum Aufheizen nun gut eine Minute. Diese Zeit ist natürlich der hohen thermischen Vorhaltemasse geschuldet. Nun kommt in Foren sehr oft die Frage, wie lange denn die Birne hält und ob sie austauschbar ist. Also, eine solche Halogenbirne wird mit der Lebenszeit von 2000 Stunden angegeben. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, täglich 4 Kammern leert, was dann 1 Gramm Trockenkraut entspräche, das Gerät somit 20 Minuten täglich arbeitet, könnt ihr euch 16 Jahre an dieser Birne erfreuen. Dennoch, sollte sie einmal kaputt gehen, kann sie beim Service von verdammt nochmal ausgetauscht werden. Die ersten 2 Jahre dann auch auf Garantie. Für den Fall, dass die Garantie dann abgelaufen ist, hat Ilvape auch ein Video veröffentlicht, wie die Birne selbst ausgetauscht werden kann. Das ist sicher nicht für jedermann, aber jeder Elektronik-Reparaturservice wird euch da in diesem Fall mit dem Video schnell weiterhelfen können. Nachdem wir uns nun das Heizsystem so genau unter die Lupe genommen haben, lasst uns doch einmal einen Blick auf die Kühleinheit werfen. Diese ist zunächst einmal aus Peak-Kunststoff gefertigt. Dieser Kunststoff ist medizinisch zertifiziert, wärmeresistenz, lebensmittelecht und kommt auch in anderen wohlbekannten großen Vaporizern zum Einsatz. Wenn wir diese dann einmal abnehmen, sehen wir von unten einen ebenfalls aus 316L Edelstahl gefertigten Kühleinsatz. Indem dieser Einsatz auf die markierte Unlock-Position gedreht wird, lässt er sich entnehmen. Dieser Kühleinsatz kann nun auch nochmal in 2 Teile zerlegt werden, zum einen zum Reinigen und zum anderen zum Austausch der Siebe, welche in verschiedenen Lochstärken gleich mitkommen. Dann könnt ihr die Kühleinheit mit ausgebautem Kühleinsatz einfach wieder aufs Gerät stecken und durch vorsichtiges Wickeln und Waggeln die Kühleinheit auseinanderziehen. Im Inneren sehen wir dann, dass der Dampf, nachdem er im Edelstahlelement ordentlich vorgekühlt wurde,
durch eine labyrinthähnliche Struktur geleitet wird, um so den Kühleffekt noch einmal ordentlich zu verstärken. Dann geht es für den Dampf hier an der Dichtung aus lebensmittelechtem Silikon vorbei, ins Edelstahlgelenk, ehe er dann am austauschbaren Glasmundstück zu Genusszwecken bereitgestellt wird. Nun, dann lasst uns mal zur Elektronik kommen. Mit einem vollgeladenen Akkupaar könnt ihr je nach Art der Nutzung dann 7 bis 10 Füllungen verdampfen. Das heißt, und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr unterwegs seid und ihr habt noch ein Ersatzpaar Akkus in der Tasche, habt ihr die Kapazität, um je nach Gewohnheit 4 bis 5 Gramm Trockenkraut zu vaporisieren. Das ist doch mal eine Ansage. Und Asche auf mein Haupt, ich kann euch jetzt hier nicht sagen, wie lange die Zellen im Gerät selbst laden. Zum einen lade ich im Regelfall extern und dann wollte ich es für euch mehrmals austesten und jedes Mal musste ich zwischendurch weg und als ich wiedergekommen bin, war das Teil schon wieder voll. Und ich konnte nicht auf die Uhr gucken. Ich kann euch aber sagen, dass der USB-C-Port maximal 2 Ampere Ladestrom zulässt. Damit dürfte er in wenigen Stunden geladen sein. Ein Pass-Through-Charging, also Gebrauch während des Ladens, ist beim Angus nicht möglich. Akkusicherheit. An dieser Stelle möchte ich denn gerne kurz eine Rückblende zu meinem Tiny Review einspielen. So würde ich mir sehr wünschen, dass vom Hersteller angegeben wird, welche Sicherheitsfeatures sie in ihre Schaltkreise zur Überwachung der Zellen während des Betriebs einbauen. Und schon einen Monat später kommen verdammt nochmal und Ilvape und zeigen, wie es geht. Bäm! Schutz gegen Verpolung der Batterie. Schutz vor Überladung, Entladung. Schutz vor Tiefenentladung. PCB-Übertemperaturschutz. Was heißt, dass eure Platine in der Temperatur überwacht wird. Gleichgewichtsladungsschutz. Das heißt, eure Akkus werden elektronisch auch gepegelt beim Laden. Und wir haben hier eine RoHS-Zertifizierung, was Materialien angeht, die dann so wenig umweltschädlich wie möglich sind. Da können sich andere Hersteller mal ein Scheibchen von abschneiden. Da kann Mensch denn auch mal ganz beruhigt Akkus einlegen, auch wenn die mal wärmer werden. Nun ist beim Angus auch zu erwähnen, dass hier lediglich 50 Watt im Betrieb abgerufen werden, die sich ja dann auch noch auf 2 Zellen verteilen. Das heißt, dass wir hier meilenweit von einer derben Beanspruchung der Zellen entfernt sind. Da ist dann die thermische Belastung, welche die Zellen im Inneren des Gerätes aufgrund der Technik ausgesetzt sind, auch überhaupt kein Problem. Zum Dampf des Angus. Hier kann ich nur sagen, dass durch das Halogenbirnenglas und den Glaskügelchen als Speicher ein sehr reiner Geschmack entsteht. Der Dampf dieses Gerätes hat auch die Eigenart, den Geschmack sehr lange aufrechterhalten zu können, was sowohl längere, genussvolle Sessions bei niedriger Temperatur ermöglicht, als auch heftige Extraktion im oberen Temperaturbereich. Erst bei den letzten beiden Zügen und wenn ihr im Boost-Modus das letzte bisschen aus eurem Kraut rausholt, entsteht ein leichter Popcorn-Geschmack hier beim Angus. Sehr erwähnenswert ist auch, dass beim Dampf, dass er in seiner Dichte und Intensität aufgrund des massiven Wärmespeichers auch über wirklich sehr lange Züge nicht einbricht. So kann der Angus hervorragend mit tütenähnlichen MTL-Zügen als auch mit langen Shisha-Zügen gedampft werden. Der Dampf ist beim Gerät schon fast ungewöhnlich mild. Der trockene Halseffekt, den man von sehr vielen Vaporizern kennt, tritt hier beim Angus fast gar nicht auf. Der Luftzug beim Angus hier ist sehr weit offen. Nun, lasst uns jetzt einmal darauf schauen, wie wir denn das gute Stück reinigen. Wie jeder andere Vape auch,
sollte die Kräuterkammer des Angus natürlich nach jedem Gebrauch kurz ausgepinselt und das Sieb der Kühleinheit abgepinselt werden. Von Zeit zu Zeit könnt ihr dann die Heizkammer mit so einem ISO-Wipe auswischen und schon sieht die Kräuterkammer wie neu aus. Dann können alle Edelstahl- und Glasteile der Kühleinheit natürlich in ISO gebadet und nachher gründlich mit Wasser abgespült werden. Für die Kühleinheit hätte ich dann 2 Pflegetipps mit grundverschiedenem Ansatz. Wollt ihr kein Kondensat aus dem Gerät rückgewinnen, würde ich empfehlen, dass ihr alle 3 Akkufüllungen einmal mit einem in ISO getränkten Q-Tip durch die Gänge der Kühlkanäle feudelt. Ebenso einmal durch das Edelstahl-Kühlelement. An den glatten Innenflächen der Kühleinheit einmal mit einem Wipe durch, dann sollte der Angus eigentlich immer frisch sein. Was mir aber während der Hardcore-Nutzung der letzten Wochen aufgefallen ist, ist Folgendes. Wenn ihr ab dem ersten Tag direkt das feinste Sieb, welches mitgeliefert wird, hier unten verbaut und dann womöglich noch ein simples feines Sieb beim Verdampfen oben auf das Dampfgut legt, kommt auch nicht nur ein Füsselchen Pflanzenmaterial in der Kühleinheit an. Das Kondensat, welches sich dann nach längerem Gebrauch ansammelt, ist von güldener Couleur, so dass einem da schon das Wasser im Mund zusammenlaufen kann. Dazu dann mein Tipp. Wenn ihr immer gut auf das Sieb achtet und es nach jedem Gebrauch gut abpinselt, könnt ihr das Kondensat auch ruhig über eine längere Zeit in der Kühleinheit ansammeln. Eine Geschmacksbeeinträchtigung habe ich dadurch nicht empfunden. Das Teil hier zum Reinigen dann einfach in fettiger Pflanzenmilch oder in Kuhmilch erhitzen und einen Kakao basteln. Das ist dann der ultimative monatliche Bonusflug. Trust me, I'm a pilot. Dann möchte ich euch einmal gerne die mitgelieferten Dosierkapseln zeigen. Kommt doch, da steht ihr doch drauf, ich kenne euch doch. Ich persönlich und privat stehe ja wirklich überhaupt nicht auf diese Teile, egal bei welchem Vape. Aber weil ich euch so wahnsinnig lieb habe, werde ich mich in Zukunft auch damit mehr beschäftigen, versprochen. Diese hier finde ich aber denn mal wirklich gut ausgeführt. Solide, aus Edelstahl, mit einem leichtgängigen Schraubverschluss. Damit lässt sich der Angus dann auch mal prima als Microdoser nutzen. Dann lasst uns doch einmal auf die Pros und Cons schauen, die ich bei diesem Gerät hier sehe. Dabei möchte ich mit den Cons beginnen. Zunächst einmal muss man sagen, dass der Angus hier oben an der Metallplatte und ganz oben am Holzbereich, wenn ich das Bild mal runterziehe, hier in diesem Bereich, ordentlich heiß wird. Nun gut, das ist letztendlich aber logischerweise Resümee der Konstruktion. Beim Holz ist es halt nicht möglich, rundherum irgendwelche Kühlrippen anzubringen. Und irgendwo muss der Vape ja nun mal die Hitze loswerden. Hier kommt denn das mitgelieferte Vape-End von verdammt normal zum Einsatz. Damit ist das Problem denn auch absolut gegessen. Simpel, auf den Punkt und effektiv. Aber zur Hitzeentwicklung am Gerät möchte ich später in meinem persönlichen Resümee noch einmal kommen und dann die gewagte Aussage machen, dass ich glaube, für manche Menschen is the heat not a bug, it's a feature. Dann möchte ich etwas Kleines bezüglich der Akkudeckel erwähnen, zur Verbesserung. Mir ist klar, dass die Akkudeckel konstruktionsbedingt nicht dicker gestaltet werden können. Es würde grip-technisch aber schon viel ausmachen, wenn bei den Kappen einfach das gleiche Rändelwerkzeug wie hier bei der Tiny Mite 2 Kappe verwendet würde. Seht ihr das? Das wäre eine kleine Änderung mit sehr großer Wirkung und würde den Zugang zu den Akkus noch einmal deutlich erleichtern. Die Pros, die schmetter ich jetzt einfach mal runter. Sehr effektives Heizsystem mit thermisch sehr hoher Stabilität. Effektive Kühleinheit. Sehr guter, lang anhaltender, klarer Geschmack
austauschbare Akkus für beliebige Laufzeit. Er ist leicht zu reinigen. Er ist einfach zu bedienen. Der Preis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist tatsächlich eine heftige Ansage. Aber auf den Preis möchte ich auch nachher im Fazit noch einmal eingehen. Und bevor wir dann zum eigentlichen Fazit kommen, hier nochmal ein cooles Gimmick. Wenn ihr mit dem Angus unterwegs seid, könnt ihr den mitgelieferten Pinsel hier, schaut mal, im Mundstück verstauen. Er wird dort magnetisch festgehalten. Wenn ihr den Vape dann nutzt, könnt ihr den Pinsel dann in diese Rinne platzieren, wo er auch ebenfalls magnetisch gehalten wird. Und wenn ihr ganz neckige Gestalten seid, könnt ihr auch machen, dass der Pinsel steht. Okay, Spaß beiseite, mein persönliches Fazit zu dem Angus hier. Und hier muss ich denn unbedingt ein wenig ausholen. Und so wird es vermutlich das umfangreichste Fazit, das dieser Kanal hier je gesehen hat. Dieser Angus hier hat mich am Silvestermorgen erreicht. Zuvor hatte ich einige Diskussionen in den Überseeforen verfolgt, die mich zuerst skeptisch gegenüber dem Gerät gestimmt hatten. Je mehr ich aber in den Karnickelbau dieser Diskussionen eingetaucht war, desto fragwürdiger erschienen mir dort manche Behauptungen. Bis ich mich dann gefragt habe, ob es hier überhaupt noch um den Vape und seine Technik geht oder um die Angst der Diskutanten, dass ihre heilige westliche Vape-Welt von einem pfiffigen asiatischen Entwickler mal mächtig durchgerüttelt wird. Diese Diskussion hatte bei mir zur Folge, dass ich kein Vertrauen mehr in die Forenaussagen hatte und mich so auf den Weg gemacht habe, den Vapo komplett selbst durchzutesten wie nix Gutes. So wie ich es noch nie gemacht habe. Wie gesagt, der Angus kam am Silvestermorgen hier an und hatte schon zu Mittag die erste Ladung Intus. Da es nun mal keine Langzeiterfahrung mit diesem Gerät hier gibt, habe ich alles daran gesetzt, um diese in der kurzen Zeit so gut es geht zu simulieren. Ab dem ersten Tag wurde der Angus von mir ultra derbe behandelt. Die Kammer habe ich nur alle paar Mal nach dem Nutzen ausgebürstet. Zur Schonung des Angus hatte ich lediglich noch ein engmaschiges Sieb oben auf das Kraut aufgepackt. Nur das Mundstück wurde von mir zwischendurch mal gereinigt. Ansonsten ist das Gerät in den letzten 3,5 Wochen kaum kalt geworden. Ich versichere euch, dass ich in den letzten 3 Wochen über 100 Ladungen hier durchgepafft habe. Für meine Begriffe habe ich den Vape in dieser Zeit schon fast misshandelt und er hat mir echt schon leid getan. Der Angus hat über diese 100 Füllungen mit kaum Pflege gearbeitet wie ein Traktor. 0 Probleme. Mir ist vollkommen klar, dass meine Tests hier keinen wirklichen Langzeittest ersetzen. Aber mehr kann ich halt hier im Moment nicht tun. Alles andere muss uns dann die Zukunft zeigen. Dann ist wohl auch wichtig zu sagen, dass ich mit meiner Erfahrung hier nur für dieses eine Gerät sprechen kann, welches ich im Besitz habe. Ich gehe schwer davon aus, dass bei der Firma L-Vape ein Gerät auch wie das andere und eine Charge dann auch wie die andere ist. Aber das muss halt jetzt auch die Zukunft zeigen. Nun, die 3,5 intensiven Wochen mit dem Angus waren aber nun mal kein reines Puffen für die Wissenschaft. Vom allerersten Gebrauch an hat mich der Angus verwundert und ich habe ihn als besonders, the different one empfunden. Es fiel mir in den ersten 2 Wochen auch noch super schwer, das Besondere an ihm in Worte zu kleiden. Was mir aber an meinem persönlichen Dampfverhalten aufgefallen war Folgendes. Neben dem Dry Herb Vapes bin ich persönlich auch E-Zigarettennutzer. Diese kommt bei mir zwischen den Dry Herb Vapes zum Einsatz. Mir fiel auf, dass mit der Angus-Nutzung mein E-Zigarettenkonsum signifikant abgefallen war, ohne dass ich mehr Kraut als im Regelfall verbraucht hätte. Ich habe mich nun wirklich lange damit beschäftigt, was diesen Effekt in mir auslöst, und so möchte ich euch dies hier einmal auseinanderdröseln. Was für mich den Angus zum Different One macht.
Mittlerweile erreichen mich hier fast täglich Nachrichten von Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten oder reduzieren möchten. Sie schildern mir dann ihr Rauchprofil und bitten um Rat, welches Gerät ihrem Verhalten am nächsten kommt. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Angus ein unglaubliches Potenzial als Rauchersatzgerät für sehr viele kräuterrauchende Menschen hat. Für einen starken Bongraucher wird er nicht unbedingt einen Ersatz darstellen, aber für alle anderen Rauchprofile kann er das sehr wohl. Warum ist das nun so? Zum ersten hält durch die Halogenheizung der Geschmack extrem lange durch. Wenn du gutes Kraut hast, kannst du eine Füllung bei niedrigerer Temperatur locker über 2 Sessions, also über 10 Minuten genießen und hast bei jedem Zug ordentlichen und leckeren Dampf. Dann kommt meines Erachtens ein psychologisches Ding dazu. Wenn du daran ziehst, merkst du ganz im Hintergrund, wie die kleinen Kügelchen sich im Weg bewegen und ein ganz dezentes Klicken, Knistern im Luftstrom erzeugen. Das hat dann denselben Effekt wie seinerzeit die Clapton Coil in der E-Zigarettenwelt. Für die das nicht kennen, kurz, das ist eine Drahtspule zur Verdampfung von Liquid, die ein leichtes Knistern verursacht und so vielen Leuten, die durch Dampf dem Rauch entkommen wollen, sehr weiterhilft. Dieser Effekt suggeriert dem Kleinhirn Feuer. Und exakt das macht der Angus in meiner Wahrnehmung auch. Ich kenne keinen anderen Vape, der das so gut schafft. Hinzu kommt das von mir bei den Cons erwähnte It's not a bug, it's a feature bezüglich der Hitze. Auch das gut warme Holz suggeriert Feuer und das Ding fühlt sich warm einfach gut an. Ich selbst habe in früheren Zeiten auch sehr gerne Tabakpfeifen geraucht und da erinnert mich der Angus sowas von dran. Genussreiches, geschmackvolles, effektives Puffen, auch gerne über einen längeren Zeitpunkt. Und kein anderer Vape in meiner Sammlung simuliert in meiner Wahrnehmung so gut das Rauchen wie dieses Teil. So ist der Angus auch meine unbedingte Empfehlung an alle die sehr gerne und leidenschaftlich rauchen oder mal sehr gerne und leidenschaftlich geraucht haben und auf der Suche sind nach einem elektrischen Vape, der das kompensieren kann und der da rankommt. Aber auch für Leute, die gar nicht das Rauchgefühl wollen, bietet der Angus auf Wunsch ganz feinen Geschmack und außergewöhnlich milden Dampf. Eben hatte ich einmal die Bewertung des Angus bei Verdampft nochmal geschaut und ich musste echt lachen. Da kommentiert ein Ralf, falls du das hier siehst, dickes Big Up von mir und fragt sich, ob es noch zeitgemäß ist, das Attribut Gentleman zu gebrauchen. Exakt darüber hatte ich mir in den letzten 2 Wochen tatsächlich auch den Kopf zerbrochen. Denn das ist es, was er in Design und Wirkweise vermittelt. It's the Gentleman's Vape, der auch den Gentlewomen ganz gut zu Gesicht steht. Damit kannst du mal locker im schwarzen Anzug puffen beim Vorstellungsgespräch auftauchen. Das dürfte deiner Bewertung da keinen Abriss tun. Alles in allem ist der Angus mal eine richtig heftige Ansage an einige renommierte Vape-Hersteller. Leute, lasst euch was einfallen. Auf den alten Errungenschaften auszuruhen, das kann aber ganz schnell in die Hose gehen. Die Konkurrenz schläft nicht und sie holt rasant auf und überholt sogar. Als technischer Reviewer bin ich fasziniert von Fortschritt und von Weiterentwicklungen. Und da ist mir in dieser Position dann auch herzlich egal, in welchem Land der flinke Kopf sitzt. Nun, der Vollständigkeit halber muss ich aber auch erwähnen, dass es mit der Kühleinheit in einer Beta-Version, welche in Europa nie auf dem Markt war, Schwierigkeiten gab. Nachdem die Probleme bekannt wurden, hat der Hersteller sofort reagiert und andere Materialien zur Anwendung gebracht, womit das Thema dann auch komplett erledigt war.
Es ist aber schlimm für mich zu sehen, wie da in den großen Foren immer noch drauf rumgeritten wird. Was ich mich da frage, wie lange haben diese Menschen damals rumgeunkt, als Alupartikel im Volcano gefunden wurden? Fehler können passieren, gerade bei einer Neuentwicklung in jeder Firma. Und für mich ist es hier gewichtiger, dass ein Hersteller schnell reagiert, als dass ihm mal ein Fehler passiert. Die unter euch, die jetzt immer noch skeptisch sind, kann ich noch sagen, dass verdammt nochmal der Generalimporteur des Angus für den deutschsprachigen Raum ist und auch entwicklungsbegleitend mit der Firma Ilvape in Korrespondenz stand und steht. Alle für den EU-Verkauf notwendigen Prüfungen zur Zertifizierung wurden hier in Deutschland bei verdammt nochmal durchgeführt. So ist das Gerät auch verdammt nochmal gebrandet und verdammt nochmal steht mit seinem guten Namen für die Qualität dieses Produktes ein. Ilvape hat mit dem Angus ein Hammerprodukt geschaffen. Eigenständig und innovativ. Einen Vape, der Konkurrenz mit Sicherheit den Schweiß auf die Stirn treibt. Ich hoffe von Herzen, dass die Preisgestaltung es zulässt, dass alle Menschen, die an diesem Vape arbeiten, auch gerecht bezahlt werden können. Und wenn ihr auch nun so einen Angus oder einen anderen Vape möchtet, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den über meinen Link unter dem Video und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage ordert. Gerne könnt ihr ja auch ein Abo dalassen und ein Like für das Video, wenn euch mein Content gefällt. Und wenn du jetzt bis zu diesem Zeitpunkt immer noch zugeschaut hast, bedanke ich mich jetzt recht herzlich dafür. Ich wünsche dir alles Liebe und allzeit genug Kraut für deine Clouds. Ciao. The sun will shine on Vapor's crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy buff in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.